Hallo an alle Ritter und Burgfräulein, hier ist der Carsten und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute steht der 5. Teil an vom Bau meiner Lego Mittelalterwelt. Seit dem letzten Teil ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe es zeitlich einfach nicht geschafft. Entschuldigung dafür, aber was soll ich sagen? Besser spät als nie. So, ein bisschen was hat sich hier vorne schon getan. Ihr seht es gibt einen neuen Ritter. Der ist gerade auf dem Weg mit seinem Knappen hier über die kleine Brücke hin zum Gebiet der Löwenritter. Ich bin gespannt, was da noch so passiert. Ich möchte aber gar nicht lange rumschnacken und gleich weitermachen hier mit der Verlängerung des Bachlaufes. Der Bach, der mündet ja dann hier hinten in den etwas größeren Fluss. Ich habe es schon mal angedeutet, wo dann wiederum dahinter dann die Welt vom Wolfpack entstehen soll. Und das Ganze mache ich jetzt direkt mal im Speedbild. Ja, und zunächst habe ich mich mal daran gemacht und habe den Flusslauf weitergebaut. Ich hatte das ja schon mal so ganz grob angedeutet. Ich bin da auch bei meiner Methode geblieben und habe die Mitte vom Flusslauf in Dark Ten gebaut und die Seitenbereiche in Ten. Wenn dann später da die blauen Fliesen drauf liegen, gibt das einen ganz guten Effekt, dass die Mitte des Flusses halt ein bisschen tiefer aussieht als die Randbereiche vom Fluss. Und das Ganze habe ich natürlich dann für beide neuen Baseplates gemacht und bin dann auch auf der rechten Seite hier schon dazu übergegangen und habe das Gelände ein bisschen höher gesetzt. Zunächst um eine Plate, dann am Randbereich dann sogar um 2 Plates. Das Ganze hat den Hintergrund. Ich möchte ja später da nochmal ein Gebirge bauen und damit ich da schon mal so einen sachten Übergang habe von der Landschaft her, habe ich das Ganze etwas angehoben, damit das später nicht so abrupt aussieht, sondern wirklich einen fließenden Übergang ergibt. Ja, und als ich mit dem Untergrund von dem Fluss erstmal soweit fertig war, kam echt eine Aufgabe, die muss man mögen, nämlich das Anbringen der blauen Fliesen hier. Also ich sag mal so, die Aufgabe ist dermaßen monoton, vergnügungssteuerpflichtig wird das nicht mehr. Ja, und dann ist mir noch während des Bauens eins aufgefallen. Und zwar, ich glaube, ich habe mich bei der Konzeption vom Fluss irgendwie massiv vertan. Der ist irgendwie viel zu schmal geworden. Ich hatte nämlich dann noch die Idee bekommen, später mal ein Boot auf dem Fluss zu platzieren. Ja, und das Boot müsste ja wahrscheinlich mindestens eine Breite von 6 bis 8 Noppen haben. Und damit es halbwegs vernünftig aussieht auf dem Fluss, bräuchte ich ja links und rechts vom Boot auch nochmal wahrscheinlich 6 bis 8 Noppen zum Ufer hin, damit es irgendwie halbwegs passt. Aber so breit ist der Fluss halt nicht. Das sind jetzt kalkuliert mal um die 20 Noppen, die der Fluss breit sein müsste. Das habe ich halt nicht. Ich habe mich jetzt aber doch dafür entschieden, das erstmal so weiterzubauen und das Ganze später eventuell noch zu verbreitern. Kann ich ja von der Perspektive aus gesehen jetzt nach oben hin machen. Da habe ich ja noch keine Landschaft. Von daher wäre das später kein Problem. Und wie gesagt, von daher habe ich jetzt zuerst mal weitergebaut. So, und irgendwann war ich dann auch mal fertig mit dem Gestalten des Flusses und habe dann direkt weitergemacht, hier den Uferbereich zu bauen. Und hier hinten, da möchte ich jetzt die Landschaft schon mal eins höher setzen, weil da soll sich ja perspektivisch mal das Gebirge anschließen. So, die Übergänge hier, die werden natürlich noch schick gemacht. Jetzt seht ihr hier schon eine relativ große Lücke. Und da kommt jetzt das nächste Mock rein, nämlich dieses hier, das kleine Haus. Und zwar soll das das Haus eines Fischers sein. Dazu hatte ich auch schon mal ein Video gemacht hier auf YouTube. Ich packe es gerne nochmal in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr es euch nochmal angucken. Hier fehlt noch der Übergang. Ja, das hier ist der Fischer. Und der Fischer, der hat natürlich auch schon was aus dem Fluss rausgeholt. Dafür gibt es hier das kleine Gestell, um seinen Fisch zu trocknen. Und der kann jetzt hier die Abende am Lagerfeuer verbringen mit seinem Kumpel, dem Holzfäller. Ja, und während die Jungs hier am Lagerfeuer sitzen und einen Happen essen und trinken, war ich fleißig gewesen und habe auf der anderen Seite vom Bach hier noch die Ecke fertig gebaut, also fast fertig. Ihr seht, da ist noch eine kleine Lücke, die habe ich da bisher mit Absicht drin gelassen, weil der gesamte Bereich ist doch relativ flach und um da zumindest ein bisschen Struktur reinzubekommen, nehme ich jetzt hier eine Platte und setze sie ein klitzekleines bisschen höher, damit es zumindest, wie gesagt, ein bisschen Profil noch gibt. Ich habe da auch schon noch einen Baum vorbereitet, einen etwas größeren Laubbaum, der passt da ganz wunderbar hin. Und für diese freie Stelle hier habe ich noch was vorbereitet, und zwar einen Nadelbaum. Und zwar aus den doch noch relativ neuen Blattelementen hier von Lego. Und der passt da auch ganz wunderbar hin. Ich finde die Sorte vom Baum auch mittlerweile ganz gut. Ich glaube, ich werde davon noch ein paar größere bauen. Und die kommen dann später in mein Gebirge. Ich denke, das wird ganz cool. Gebirge, Nadelbäume, ich denke, das passt. Ja, das schaffe ich natürlich in diesem Video jetzt nicht mehr. Ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen, wie ich weitermache. Entweder hier auf der Seite mit dem Gebirge und dann einer Burg der Black Falcons oder auf der anderen Seite. Da habe ich ja hier hinten schon den Wachturm der Löwenritter.
Und hier sollte sich jetzt eigentlich noch eine Stadt anschließen, natürlich auch nochmal mit einer Burg von den Lion Knights. Ja, wie seht ihr das? Was soll ich als erstes bauen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich bin schon gespannt. Für heute soll es das jetzt hier aber erstmal gewesen sein. Ich denke, ich habe ein bisschen was geschafft. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir natürlich gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr auch die nächsten Videos nicht mehr. Mir bleibt nur noch, euch viel Spaß bei euren Projekten zu wünschen. Macht's gut und bis zum nächsten Video.